Servus Leute, was geht ab? Willkommen zurück zu einem weiteren Guide. Heute geht es um die Aufwertung von Fähigkeiten der jeweiligen Elements, der 4-sternigen und der 5-sternigen. Denn ich habe schon öfters die Frage gelesen, aufgeschnappt, ich weiß nicht, welche Elements ich als nächstes upgraden soll, welche soll ich mit Bohne verfüttern und so weiter und so fort. Und da habe ich mir gedacht, komm, dann mache ich jetzt einfach mal keine Tierliste per se, sondern ich will einfach nur mit der Tierlist die Prio zeigen, wie ihr vorgehen solltet. Und also vergisst dieses S, A, B, C und so, das hat nichts damit zu tun. Sondern einfach nur, welche Elements ihr auf jeden Fall definitiv aufwerten solltet als allererstes, Prio Nummer 1, und dann quasi nach der Prio-Reihe und nach unten abarbeitet. Das Allerwichtigste, mit einer Frage könnt ihr eigentlich schon gefühlt jedes Element richtig upgraden. Und zwar, welches Element braucht ihr für PvE-Content? Weil PvE-Content ist Prio Nummer 1, das hatte ich auch schon im Licht-Event-Dungeon erwähnt. Es geht immer nur diese eine, also wirklich diese eine Frage ist die wichtigste Frage für euch, PvE-Content. Ja oder nein? Sobald ihr das mit Ja beantworten könnt und ihr wisst, dieses Element braucht ihr für PvE-Content und es ist sehr, sehr gut dafür, dann benutzt die Bohnen dafür. Fertig. Mehr ist es nicht. Und wir werden einfach jetzt mit den Forsters anfangen. Ich werde jetzt nicht jedes Element, was hier ist, mit reinpacken, sondern ich werde nur die guten und die starken, die man auf jeden Fall upgraden sollte, für PvE-Content, die aber vielleicht auch noch einen Bonus natürlich haben für Gilden-Content, deswegen werden sie dann ein bisschen höherstelliger sein. Aber im Großen und Ganzen werde ich hier einfach nur einige Units einstellen. Wenn ihr die alle habt, dann ist es sowieso egal, weil das ist die größte Frage. Welche Units habt ihr? Welche Units braucht ihr? Und so weiter und so fort. Alles andere ist erstmal relativ zweitrangig. So, dann fangen wir direkt hier an. Also hier sehe ich erstmal sie an ganz oberer Stelle. Ich würde sie sogar in S-Tier packen. Ja doch, würde ich schon sagen, weil es ein sehr, sehr starkes Element für Dungeons, wie Heavy Metal, als auch für Anonymous, aber natürlich auch für verlorener Dungeon. Wenn ihr zum Beispiel Mann im Harnisch nicht habt oder so, dann ist sie super, super stark. Sie hat ein Speedlead für Arena. Sie könnt ihr auch in Arena benutzen, in Gildenkämpfe benutzen und so weiter und so fort. Deswegen sehe ich sie ganz, ganz weit oben. Also eines der ersten Elements in Forster, die ihr auf jeden Fall definitiv upgraden solltet. Dann dicht gefolgt vom Feuer Ninja. Feuer Ninja oder Ninja ist ein sehr, sehr starkes Abgrund-Dungeon-Element. Ich habe ja schon mal ein Video hochgeladen, wo ich ja gezeigt habe, dass man die Abgrund-Dungeon mit ihm ja quasi wirklich alles im Alleingang machen kann. Funktioniert immer noch. Falls ihr das Video nicht gesehen habt, müsst ihr mal gucken. In den Videos müsste irgendwo das Video noch sein. Kann sein, dass ich mal welche vergesse, aber dann seht es mir bitte nach oder übersehe. Aber ich versuche mit bestem Gewissen hier durchzuarbeiten, dann sollte das auch passen. So, bei den Bäumen sage ich schon, bei den Beeren würde ich jetzt auf jeden Fall gar keinen reinpacken. Klar, natürlich jetzt, die meisten werden aufschreien, Lichtbär, Lichtbär, Lichtbär oder Baumbär, Baumbär, Baumbär. Beides nein, weil beides braucht ihr nicht im PvE-Content. Beides sehr, sehr gute Monster im Gildenkampf oder im Arena-Kampf, natürlich, definitiv, würde ich euch empfehlen. Aber in dem Fall, nein. Sind keine PvE-Units, die ihr benutzt, deswegen keine Prio. Nur als kleine Info. So, dann gehen wir weiter. Natürlich hier die Bomber super stark. Ich würde sogar den Baumbomber mit reinpacken, weil man kann ihn natürlich in den Juggernaut mit benutzen, aber ist ein sehr Niche-Element, deswegen eher weniger Prio. Wen ich auf jeden Fall ganz oben sehe, ist natürlich, ja, Leseratte. Aber ich glaube, Leseratte brauche ich eigentlich gar nicht zu erwähnen, weil die meisten werden die Leseratte schon abgegradet haben für Boxclub. Und auch als Farmer, falls man den Dr. Evil nicht haben sollte. Auch hier brauche ich auch nicht zu erwähnen für Boxclub. Und dann auch der andere hier, der hier. Also, ne, die drei brauche ich, glaube ich, gar nicht zu erwähnen. Die haben wahrscheinlich alle schon abgegradet. Bei den zwei ist es sogar nicht mal so wichtig, alle Skills zu haben, wenn ihr die dritten Fähigkeit, glaube ich, habt. Ja, von beiden den dritten Skill schon full habt, braucht ihr nicht weiterzumachen. Deswegen würde ich die eher, ja, wohl nee, lass mal sie lieber oben. Aber bei den beiden ist nur wichtig der dritte Skill. Und ich glaube, bei Leseratte eigentlich reicht auch der dritte Skill, wenn ich mich nicht täusche. Bin mir nicht ganz sicher, aber wir lassen es mal so. Ihr wisst ja Bescheid.
Ihr habt es ja wahrscheinlich schon gemacht. So. Dann natürlich, klar, Revolverheld haben, aber das sind halt so Elements, die sind halt schon von den meisten upgradet worden. Ist eigentlich unnötig, das nochmal zu erwähnen, aber wir machen es trotzdem, einfach aus dem Grund, weil vielleicht gibt es ja neue Spieler, die noch gar keine Ahnung haben, deswegen erwähne ich es einfach. So, dann die Roboter natürlich, sowohl ihn für Juggernaut als auch ihn für Juggernaut, auch für Abgrund-Dungeons und natürlich für Überlebens-Dungeons sehr, sehr wichtig abzugraden. Er hat sowieso als dritte Fähigkeit eine passive, das heißt, er hat nur 2 Fähigkeiten, die abgegradet werden müssen und eigentlich hauptsächlich die zweite. Deswegen ist es halb so wild. Würde ich sogar bei A sehen, weil ist nur die zweite Fähigkeit. Aber definitiv ihn ganz, ganz weit oben. Das sind Einheiten, die braucht ihr dauernd. Also vor allem für Boxclub. Viele fahren sehr viel Boxclub, ich unter anderem auch. Revolverheld braucht ihr überall gefühlt, also ob es Überlebensdungeons sind, ob es Juggernaut ist, ob es weiß ich was ist, wird immer wieder gebraucht. Deswegen sind das auf jeden Fall Einheiten, die man definitiv upgraden sollte oder muss, würde ich sogar sagen. Und dann gucken wir mal weiter. Klar, ich meine, ich will jetzt nicht auf Licht und Dunkel eingehen, aber ne, ihr wisst, wenn ihr den habt, natürlich ganz weit oben, aber ich will jetzt keine Licht und Dunkel mit reinpacken. So, weiter geht's. Wir haben dann natürlich hier die Piratenkapitäne schon durch. Klar, Wasser natürlich auch für gewisse Dungeons wie Juggernaut und Abgrund-Dungeons. Deswegen also beide ungefähr gleichwertig. Deswegen würde ich die auch in A reinpacken. Also A im Sinne von Prioritäten. Ihr wisst Bescheid. So. Dann natürlich klar. Auch für Abgrund, nicht für Abgrund, für verlorener Tunnel sehr, sehr starke Element, definitiv. Ich benutze den immer noch in Hard. Also es gibt kein besseres Element für verlorener Tunnel. Deswegen würde ich den sogar in S reinpacken. Einfach nur aus dem Grund, damit man den sich wirklich bereit stellt und sich den fertig macht, also auflevelt und so weiter. Das müsst ihr machen. Sehr, sehr wichtig. Wer Probleme mit verlorener Tunnel noch hat, sollte den auf jeden Fall mitnehmen. Dann habe ich jetzt noch was übersehen. Ich glaube nicht. Nein. Kann man machen, muss man nicht. Aber würde ich jetzt mal in B reinpacken, weil man kann sie im Wasser-Element-Dungeon benutzen. Man kann sie im Dungeons normal benutzen. Man kann sie öfters benutzen, aber ich würde sie jetzt eher ein bisschen weiter unten sehen als weiter oben. Deswegen nicht so zwingend wichtig. Sind wir eigentlich schon fast durch mit den Netforce? Ich glaube, es gibt nicht viel mehr 4 Sterne, die man unbedingt upgraden sollte. Nee. Ja, die neuen Dinos. Schwierig zu sagen. Vielleicht würde ich sogar den Baum Dino noch mit reinpacken, aber eher in B. Weil der ist noch ziemlich neu. Man hat noch nicht viel mit ihm gemacht, aber ich könnte mir vorstellen, ihn im verlorenen Tunnel zu benutzen. Deswegen packe ich ihn mal mit rein, aber eher weniger Prio. Dann bei den Hexen würde ich auf jeden Fall auch die Feuer mit reinpacken für Abgrund-Dungeon. Wie gesagt, ich hatte ja auch mal ein Video gemacht mit ihr. Macht sehr, sehr viel Schaden. Sehr, sehr viel Schaden. Also es ist schon Respekt. Ja. Dann genau. Ich würde sagen, das war's schon mit den 4 Sterne-Elements. Das sind auf jeden Fall die Prio Nummer 1, die ihr auf jeden Fall anschauen solltet. Alles andere ist wirklich nur noch zweitrangig. Weil das ist eure PvE 4 Sterne-Elements, die ihr auf jeden Fall benutzen solltet oder wollt. Ja, weil die braucht ihr in den meisten Dungeons und Tunnel und so weiter und Abgrund-Dungeon. Deswegen wollt ihr die auf jeden Fall als allererstes upgraden. Wenn ihr natürlich diese Elements upgradet habt, wie gesagt, die sind jetzt eher... Also die 3 sind eher jetzt so, muss man nicht, kann man, wenn man die alle anderen hat. Aber ich glaube, die meisten werden schon sowieso diese hier haben.
Und dann kann ich euch nur sagen, es ist egal, was ihr als nächstes macht. Ihr könnt natürlich hier ihn natürlich machen. Ne, den solltet ihr sogar machen, den habe ich vergessen. Für Heavy Metal sehr, sehr stark. Für Überleben Stun Boss Raum sehr, sehr gut. Benutze ich auch sehr viel. Definitiv eine gute Wahl. Und dann, wie gesagt, es ist egal, welches Element ihr danach nutzt. 4-Stars sind alle sehr, sehr gut. Wenn ihr ein Element benutzt, sehr oft, dann gradet es natürlich ab. So, als nächstes kommen wir zu den Net 5s. Die Net 5s sind auch sehr, sehr leicht dargestellt, weil natürlich Dr. Evil im Baum sehr gut in Dungeons, im Story-Modus, im Abgrund-Dungeon, eines der stärksten Elements, die man haben kann, vor allem bei dem Verbreiter, sehr, sehr wichtig. Dann würde ich auf jeden Fall an gleicher Stelle sehen, Kriegsconquest im Dunkel, sehr wichtig, vor allem auch im verlorenen Tunnel benutze ich sie auch immer noch sehr, sehr viel, vor allem in Hard, ne? Also wirklich sehr, sehr geiles Element auf jeden Fall. Auch im Gildenkampf sehr, sehr gut zu benutzen, benutze ich auch immer noch. Wen ich euch auf jeden Fall wärmstens empfehlen kann, ist natürlich Manem Harnisch im Wasser. Auch sehr gute Unit für verlorenen Tunnel, Gildenkampf und so weiter. Dann natürlich, wer auch dazu gehört, ist Dr. Evil im Feuer, aber eher ein bisschen weiter unten. Weil kann man im Heavy Metal nutzen, kann man im im Abgrund Dungeon benutzen, aber würde ich eher ein bisschen weiter unten sehen. Also die anderen sind schon wichtiger, dass man die erstmal upgradet. Unser Wassermagier, natürlich gehört auch dazu. Ist quasi ein bisschen wie Okeanos von Summoners War. Nicht Okeanos, tut mir leid. Poseidon. Konnte man auch sehr gut in TOA und so benutzen. Auch hier sehr gut in TOA zu benutzen, also im verlorenen Tunnel zu benutzen. Auch im Gildenkampf sehr, sehr gut zu nutzen. Im Heavy Metal sehr gut. Auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Einheit. Dann gibt es nicht mehr sehr viele Elements, die man unbedingt upgraden muss. Viele denken sich jetzt, was ist ja mit der Kriegskampfschloss in Wasser? Die ist an letzter Stelle. Warum? Ihre Fähigkeiten sind ja nicht ausschlaggebend für den Nutzen, den sie ja bringt. Ihre Passive ist ja das, warum man sie ja benutzt. Weil sie gibt 100% Crit Damage. Sie hat einen 44%igen Attack Dungeon Lead, glaube ich, 44 oder 42, irgendwie sowas. Und das sind die einzigen Gründe, warum man sie benutzt. Ihre Fähigkeiten per se sind nicht so wichtig. Klar, sie könnte eine Runde runtergehen bei Abklingzeit wegen Defense Break. Ja, sie könnte mehr heilen. Aber das ist alles zweitrangig. Wenn ihr natürlich die Möglichkeit habt, also wenn ihr dann irgendwann übrig habt und sagt, ja, ich habe jetzt gerade sowieso keine Elements, die ich nutze und ich habe gerade Bohnen übrig, dann könnt ihr sie upgraden, klar. Aber ich würde sie jetzt nicht unbedingt upgraden an eurer Stelle. Dann natürlich Doppelklingen Wasser für Überlebensdungeon. Wenn ihr ihn habt, mit ihr zusammen als Kombination auf jeden Fall Doppelklingen upgraden. Dann auch natürlich, wenn ihr den Psychologen habt mit Doppelklinge, auch sehr, sehr gut für Überlebensdungeon, würde ich euch empfehlen. Definitiv ein Must-Have. Klar, Spezialisten Feuer, sehr gut in verlorenen Tunnel. Ich würde sogar auch S-Tier sagen, weil verlorener Tunnel sehr, sehr gut, als auch in Gildenkämpfen gut, Arena gut, also wirklich sehr, sehr stark. Element, vor allem die Fähigkeiten werden besser, wenn man sie upgradet. Dann, wen haben wir noch? Dann gehen wir jetzt einmal kurz durch, wen wir noch hier haben. Klar, die Barbaren sind nicht schlecht, aber die braucht ihr jetzt eher weniger im PvE-Content. Dann, ja, hier, klar. Für Juggernaut sehr, sehr stark, kann man sehr gut benutzen. Dann natürlich die Musikkönigin kann man gut benutzen beim Überlebensdungeon. Aber würde ich jetzt eher ein bisschen weiter unten sehen. Da würde ich lieber sie weiter oben sehen und sie natürlich ganz weit oben sehen. Weil sie kann strippen, sie kann Pushback machen, also die Aktionsleiste verringern. Sie kann, glaube ich, Defense Break machen, AOE. Also eine sehr, sehr starke Einheit. Vollkommen. Deswegen lieber sie statt sie. Und sonst muss ich gerade gucken, wen könnte man noch eher im PvE sehen. Das soll es, glaube ich, gewesen sein. Ah, ne, klar. Definitiv auch eine sehr, sehr starke Einheit, würde ich sogar auch eher oben sehen.
weil sie hat mir schon das eine oder andere Mal geholfen, vor allem beim verlorenen Tunnel Hard. Also wenn man da einfach mal eine Einheit einfach rausnehmen kann, ohne dass sie ihre Passive benutzen kann oder sonst was. Vor allem auch gegen Elements, die auch immun gegen Unfähigkeiten sind und auch gegen Unbewusst, weil ihr könnt sie einfach in Irrlicht verwandeln und dann ist sie euch vor allem hier, ne? Wo ist er? Gegen ihn ist es sehr, sehr stark. Gegen Doppelklinge Licht kann man sehr gut benutzen dagegen. Obwohl, ich meine, ihr könnt auch den Dark Joker benutzen. Bringt's auch. Dann haben wir noch ihn natürlich. Ich würde den sogar auch mit reinpacken in B. Vielleicht sogar in A. Muss ich auch noch nutzen. Würde ich sogar in verlorenen Tunnel sehr, sehr gut einschätzen. Weil kann Tanky gespielt werden, hat Provoke, hat Strip. Ne? Also kann als Tank sogar noch gut Schaden raushauen. Hat man ja letztes Mal gesehen. Deswegen würde ich den auf jeden Fall mit reinpacken. So. Und ich würde sagen, das war es eigentlich schon von den Elements, die ich euch wärmstens empfehlen würde. Alle anderen, noch hier. Definitiv auch noch mit reinpacken. Also die Feuerkrankschwester kann man auch im Überlegungsdungeon benutzen. Ansonsten sehe ich eher sie weniger im PvE-Content. Eher im Gildenkampf sehr, sehr stark natürlich, klar. Ja. Das sind auf jeden Fall Elements, die ich euch empfehlen würde, aufzuwerten. So. Dann würde ich trotzdem sagen, dann reicht es erstmal mit dem Video, weil ich habe jetzt kurz überlegt, ob ich dann doch noch Gilden-Elements noch mit reinpacken sollte, welche man aufwerten sollte, aber dann wird es den Rahmen dieses Videos sprengen, deswegen machen wir das in einem anderen Video. Dann gehen wir darauf ein, welche Gilden-Elements man upgraden sollte. Und werden dann wahrscheinlich auch noch Licht und Dunkel noch ein bisschen eingehen. Vielleicht eher bei 4-Stars, bei 5-Stars brauchen wir nicht, weil wir wissen alle, 5-Star, Licht und Dunkel sind auf jeden Fall sehr, sehr stark. Und wenn man einen hat dann und den nutzt, dann will man den natürlich auch upgraden. Da brauche ich nicht darüber zu reden. Ich glaube, es ist eher wichtiger, welche Units man im Gilden-Content eher upgraden sollte von den normalen Elements. Dann werden wir auf jeden Fall beim nächsten Video darauf eingehen. Ich hoffe, es hat dem einen oder anderen geholfen. Lasst gerne einen Daumen da, ein Like da. Ist eigentlich das gleiche, aber ihr wisst. Lasst einen Kommentar, würde mich freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.